Hallo, nächste Arbeit ist ein Medion Eraser Laptop. Medion Eraser Gaming Notebook P6679. Das Gerät wurde auf eBay Kleinanzeigen günstig angeboten als defekt. Das Notebook ging plötzlich aus, Akku lädt offenbar nicht mehr. Das Notebook ist gerade 2 Jahre alt, also außerhalb der Garantiezeit. Sehen wir, was er tut oder nicht tut. Ja, er geht nicht an. Schließen wir ans Labornetzteil. Vorsichtig. Es nimmt eigentlich kein Strom auf. Okay. Gehen wir weiter. Das Gerät kommt von der neuen Besitzer. Also nicht ich habe es gekauft. Ich hoffe, wir können das wieder in Ordnung bringen. Also hier kommt die Netzbuchse rein. Hier haben wir schön unsere 19 Volt, wie es sein soll, aber weiter nicht. Ich würde gerne wissen, ob so das Gerät noch läuft. Na, schrauben wir nicht raus. Jetzt. Was ich jetzt zeigen werde, ist nicht das schönste Lösung, aber hilft oft beim Diagnostizieren. Es ist so ein selbst gebastelter Akkuanschluss-Extender. Ich glaube, das ursprünglich kommt aus einem Acer Laptop und ein Akku. Und die zwei Anschlüsse wurden einfach so zusammengelötet. Ich habe das hier im Lenovo-Version auch und es sind noch verschiedene solche Basteleien bei mir, aber sowas bekommt man natürlich nirgendwo. Also es geht eine Seite auf den Akkuanschluss und die andere Seite zu Akku. Und so wir können schon messen, ob der Akku noch etwas Spannung hat oder gar nichts.
Das sieht nach gar nichts aus. Das funktioniert sonst. Ja. Also wir haben hier 0,2 Volt. Damit geht das Laptop selbstverständlich nicht an. Ich habe leider kein passender gleiche Akku hier, was funktioniert. Deswegen mache ich einen kleinen Hack hier. Dieser Akku hat normalerweise, oder sollte normalerweise, 15,1 Volt. Na, sieht man es oder nicht? Ja, dort 15,12 Volt haben. Jetzt aber absolut leer. Stellen am Labornetzteil diese ungefähr 15 Volt ein. Ich glaube, so wird das funktionieren. Die Seite ist negativ, andere positiv. Schauen wir mal, was passiert, wenn das Zeug Strom bekommt. Aha, der Akku wird schon geladen. Der Akku sollte in Ordnung sein soweit, aber ich will das nicht aufladen, sondern anschauen, ob das Notebook sonst funktioniert. So seht euch das etwas besser. Okay, nochmal. Und super. Wir haben ein Bild. Wie soll ich das doch zeigen? Eieiei. Natürlich kann man so das Notebook nicht betreiben. So zeige ich aber, dass es sonst funktionierend Jupp. Wunderbar. Das reicht für mich völlig.
Also, ich nehme das Mainboard heraus. Na, sehen wir, wo das Strom verschwindet. Also, das wissen wir schon. Das bisher. Wir haben 19 Volt, wie es sein soll. Dann kommt es weiter. Hier haben wir immer noch, dann kommt die erste MOSFET, natürlich, der hat auch noch. Erster MOSFET Ausgang hat nur 0,9, fast 1 Volt. 19 Volt, 1 Volt. Also, ich wäre sehr überrascht, wenn nicht wieder die zweite MOSFET wäre unsere Übertäter. Schauen wir, ob da ein Kurzschluss haben. Und ja, es ist genauso wie immer in solchen Fällen. Na, was haben wir hier eingebaut? Okay, ich muss nachschauen, mit welcher MOSFET kann ich das ersetzen, und dann geht es weiter. Okay, es ist ein 30 Volt, maximal 10 Ampere MOSFET, N-Channel MOSFET. Das gleiche habe ich nicht im Lager, so bekommt ein etwas stärkere MOSFET, und dann damit wird es wieder in Ordnung.
Na sehen wir mal, was hat sich geändert. Okay. Wir haben eine Stromaufnahme. Und folgen wir wieder. Also wir haben hier 19 Volt, 19 Volt, 19 Volt und wir haben auch nach der ersten MOSFET und nach der zweiten MOSFET auch unsere 19 Volt, nach der Transistor auch. Höchstwahrscheinlich wird der Akku auch geladen, wie schnell ist schon eine andere Frage, da es wirklich extrem leer ist, aber langsam erhöht sich und schon lädt hier, keine Ahnung, wie ich das zeigen sollte, aber auf Labornetzteil sieht man, dass es lädt und auch hier habe ich die Charger LED an und jetzt schnell einbauen und dann sehen wir, was gemacht haben. Zum Glück die Kühlung auch von unten erreichbar, so ich kann hier wieder alles von oben montieren und dann später die Kühlung sauber machen. Es ist sonst recht sauber, aber wenn schon das Gerät geöffnet wurde, es schadet nicht, wenn auch sauber gemacht wird. Und dann hat die neue Besitzer länger Glück damit. Ich kann anschließen. Aber nicht, dass es wieder sehr lange wird. Strom anschließen. Ich habe eine normale Stromaufnahme, ein bisschen hoch, aber passiert. Akku fängt sich langsam an. Stromaufnahme. Hier sieht man schon die Akkuanzeige und das Notebook soll sich normal einschalten lassen, wie das auch hier zu sehen ist.
Jetzt. Also das Gerät wieder funktionsfähig. Ich glaube, ein 2 Jahre altes Gerät verdient noch eine Reparatur und kann noch weiter dienen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.